Moin Leute, ja, es gibt auf jeden Fall heute ein Video, aber nicht das Video, was ich eigentlich machen wollte, ist auch im Endeffekt egal. Drucker seht ihr ja hier oben links, das ist ja überhaupt kein Thema. Zur Roadmap, ich habe auf jeden Fall das Ganze jetzt ein bisschen anders vor, wie andere das gemacht haben. Das Ganze wird kein Review-Video werden, weil ich nehme euch einfach jetzt jede Woche ein bisschen mit, was ich so gemacht habe mit dem Drucker, was passiert ist mit dem Drucker und was vielleicht schiefgelaufen ist oder was gut gelaufen ist. Und muss allerdings auch gleich am Anfang sagen, ich muss ein paar Leute damit wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen. Also ich werde nicht in die PLA-Schiene reinlaufen und mich dazu verleiten lassen, jetzt dann ja, der ist aber langsamer wie ein anderer Hersteller und so weiter und so fort Videos zu machen, weil bei mir wird der Drucker laufen zu 95% ab ABS aufwärts. Wenn was anderes noch läuft, von den, sag ich jetzt mal, anderen Filamenten, die leichter zu drucken sind, dann ist das maximal PETG. Aber kein PLA, weil PLA drucke ich selber halt sehr, sehr lange schon nicht mehr. Ich drucke in der Regel ABS und ASA für mich und auch für meine Teile, die ich halt weitergebe, jetzt sage ich mal, in Bekanntenkreis und sonstige Sachen, weil die halt auch dementsprechend beständiger sind und auch wetterbeständig sind, je nachdem, wenn es ASA ist. Deswegen wird halt in dieser Richtung definitiv nichts kommen, weil der Drucker ist für mich halt auch kein klassischer PLA-Schubser. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich sehe das ein bisschen anders wie andere Reviewer, die das gemacht haben, weil der springende Punkt daran ist, es ist eigentlich als technischer Drucker deklariert, es läuft unter technischer Drucker und es ist eigentlich nicht diese typische, wie soll ich sagen, ja, es ist nicht diese typische Heimdruck, kaufe ich mir mal eben für, dass ich ein paar Figuren zu Hause drucken kann. Deswegen muss ich halt diese PLA-Sache, habe ich für mich halt gesagt, werde ich nicht drauf eingehen, auch nicht auf die Geschwindigkeiten, die im PLA laufen, weil man muss halt dazu sagen, der Bambulab macht ABS absolut verzugfrei. Da habe ich schon erste Testdrucke gemacht. Selbst mein ABS macht da absolut verzugfrei, was ein industrielles ist, was von der Temperatur her deutlich höher liegt wie die Materialien, die sonst so sind. Die liegen halt jetzt so, also im oberen Grenzbereich von dem, was jetzt in den Standardeinstellungen vorgegeben wird. Das ist gerade so, dass es druckbar ist, dass es hält. Das heißt, ich müsste eigentlich noch 10 Grad dazugeben und die Standardeinstellung hier ist schon 270 Grad. Aber das nur mal so am Rande erwähnt. Deswegen bitte nicht enttäuscht sein, aber darüber wird halt definitiv kein Content kommen, weil ich das halt nicht sehe, dass man da halt etwas vergleichen muss. Vergleichen muss man den Drucker dort, wo er halt eben seine wirklichen, ja, wie soll ich sagen, Stärken ausspielt. Der H2C ist halt ein Drucker, für mich ist das ein Drucker, der bei ABS erst anfängt, Spaß zu machen. Weil er halt eben einen beheizten Bauraum hat und auch alles andere, beheizte AMS und so weiter und so weiter und so weiter. Gut, gehen wir aber in den nächsten Videos drauf ein. Erstmal hier zu der kleinen Geschichte.